Hi, ich bin Jemi und im heutigen Video habe ich eine geballte Portion Putzmotivation für dich. Die nächsten Minuten werden wir hier zusammen aufräumen und sauber machen. Denn zusammen macht es doch mehr Spaß. Und natürlich gibt es auch diesmal den ein oder anderen praktischen Tipp. Natürlich auch dieses Mal wieder alles ruhig und entspannt. Mit der vergangenen Woche haben nun auch bei uns in Baden-Württemberg die Sommerferien ihr Ende gefunden. Ich bin etwas wehmütig, denn wir hatten tolle, entspannte und erholsame Wochen. Wir haben viel erlebt und unternommen. Aber auch vieles andere eben nicht gemacht. Darunter zum Beispiel einige unserer normalen Putzroutinen. Ja, die Sommerferien über ist bei uns so einiges liegen geblieben. Daher gibt es heute ein kleines Reset für unsere Wohnung. Quasi ein kleines, alles zurück auf Ordnung. Normalerweise mache ich jeden Tag ein bisschen etwas und teile mir die Haushaltsaufgaben ein. Ich habe mir hier einen Putzplan nach Bereichen erstellt. Montags zum Beispiel sauge und wische ich im Erdgeschoss. Mittwochs ist das Bad dran und samstags zum Beispiel die Betten. In den letzten Wochen habe ich diesen Plan jedoch ziemlich vernachlässigt. Deshalb werde ich heute ein wenig anders arbeiten. Heute schaffe ich mir hier erstmal eine saubere Zone, quasi eine kleine Ruheinsel. Das heißt, ich widme mich erst einem Zimmer komplett, bevor ich mit irgendetwas anderem beginne. Das ist für mich ein kleiner psychologischer Trick. So sieht man nämlich schnell erste Erfolge und bleibt motiviert. Hier in der Küche sieht es auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus. Denn zum Kochen und Werkeln brauche ich tatsächlich meine Grundordnung. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann fällt so einiges auf, dem ich mich mal wieder widmen sollte. Trotzdem werde ich erstmal meine ganz normale Routine beginnen, denn diese hat sich bei mir wirklich bewährt. Daher mein Tipp an dich. Versuche für deine Haushaltsaufgaben Routinen zu entwickeln, also kleine Vorgänge, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen. Quasi auf Autopilot. So musst du zum einen nicht darüber nachdenken, welches To-Do du als nächstes erledigst, und zum anderen trickst du mit den Routinen deinen inneren Schweinehund leichter aus. Zurück also zu meiner Routine. Hier in der Küche fange ich immer mit dem Geschirr an. Ich räume die Spülmaschine aus und das dreckige Geschirr ein. Die Spülmaschine ausräumen ist bei uns übrigens meist Aufgabe der Kinder. Und das klappt auch spätestens ab der Grundschule eigentlich ganz gut. Natürlich sollte das Geschirr und Besteck hierzu dort aufbewahrt werden, wo es Kinder gut erreichen können. Das ist ein genereller Tipp. Naja, zumindest sobald die Schublade-Ausräumphase vorbei ist. Denn so können die Kinder in der Küche viel selbstständiger agieren. Ich sag doch, wenn man genauer hinschaut, Zeit, dass die Krümel hier wieder ausziehen. Für solche Dinge habe ich übrigens keine Routine. Das mache ich tatsächlich dann, wenn es mir auffällt. Weiter geht es mit dem Ausräumen.
Und wäre es nicht herrlich, wenn sich dein Geschirr tatsächlich von selbst einräumen würde? Naja, bis es soweit ist, müssen wir das wohl selbst erledigen. From all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Über die Fronten wische ich eigentlich so alle 2 bis 3 Wochen einmal komplett drüber. Wie gesagt, eigentlich. Diesmal ist es etwas länger her, was sich leider auch gleich bemerkbar gemacht hat. Ich habe fürs Abwischen bestimmt doppelt so lang gebraucht wie sonst. Weil sich Schmutz und Fett eben so richtig schön festsetzen konnten. Sonst reicht mir hier auch ein weiches Tuch und ich bin in 5 Minuten durch. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Der Küchenboden steht heute nicht auf der To-Do-Liste. Den habe ich tatsächlich schon gestern gewischt. Im Gegensatz zu dem im Wohnzimmer. Da ist es, sagen wir mal, etwas länger her. Also auf ins Wohnzimmer. Kommen wir nochmal zurück zu den kleinen Erfolgen vom Anfang. Erinnerst du dich? Denn eben diese siehst du noch schneller, wenn du beim Aufräumen in einem Zimmer mit den größten Flächen anfängst. Daher starte ich im Wohnzimmer nun mit der Couch. Und diese kleinen Erfolge steigern die Motivation. Apropos Motivation. Wenn mir diese fehlt, versuche ich die anstehenden Aufgaben mit etwas zu kombinieren, das mir Spaß macht. So höre ich beim Putzen gerne ein Hörbuch. Du kannst auch einfach schöne Musik abspielen oder vielleicht mit deiner Freundin telefonieren. Und auch ein Timer kann helfen. Wenn ich mir die Zeit, die ich für eine Aufgabe zur Verfügung habe, begrenze, arbeite ich meist tatsächlich konzentrierter und schneller. Weiter geht's danach mit dem Esstisch. Hier hat sich so einiges angesammelt. Vieles von den Kindern, wie auch hier auf dem Hocker oder dem Boden. Da kommt jetzt mein Korb zum Einsatz. Dort hinein wandert nun erstmal all das Zeug und später räumen die Kinder es dann selbst auf. Time is gone and I grew up, I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Seit ich Mama bin, spiele ich wieder gerne Brettspiele. Diese Sammlung hatten wir uns von meinen Eltern ausgeliehen. Und da wir sie bald besuchen wollen, habe ich sie gleich an die Tür gehängt, damit ich sie mitnehme. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler. Ich habe sie dann doch tatsächlich vergessen.
Jetzt, wo die großen Flächen aufgeräumt sind, kann es mit dem Boden weitergehen. Doch nicht umsonst soll man sich ja beim Putzen von oben nach unten vorarbeiten. Daher kommt jetzt erstmal der Staubwedel zum Einsatz. Ich habe so einen ganz einfachen und der tut auch, was er soll. Aber ich liebäugle schon länger mit einem aus Straußenfedern. Einfach weil die so hübsch sind. Falls du einen hast, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du ihn empfehlen würdest. And I knew it would catch up and that we would be the ones left. Weiter geht es jetzt wirklich mit dem Wohnzimmerboden, der zwar regelmäßig gesaugt, aber die gesamten Ferien über kein einziges Mal gewischt wurde. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Ich verwende beim Putzen total gern ätherische Öle und ich liebe es, wenn der wunderbare Duft den gesamten Raum erfüllt. Jetzt riecht es hier zum Beispiel total lecker nach Orange. Time is gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. Während der Boden trocknet, husche ich mal wieder in die Küche, denn dort habe ich noch etwas Dringendes zu erledigen. Heute ist nämlich unser Einkaufstag und wir haben weder die Liste noch die Essensplanung fertig. Und mein Mann ist schon fast auf dem Sprung. Also ran an die Inspiration. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Ich finde es um einiges einfacher, mich einmal hinzusetzen und mir komplett zu überlegen, was ich in der Woche essen möchte, kochen möchte, anstatt mir die Frage täglich und dann vielleicht im Stress stellen zu müssen. Aber ehrlich gesagt bin ich hier nicht immer total motiviert. Daher habe ich mir vor einiger Zeit diesen hübschen Planer gestaltet und bisher hilft's. Falls du noch keinen Essensplaner hast und dir dieser hier gefällt, findest du ihn in meinem Etsy-Shop. Und in der Beschreibung findest du den Link dorthin. Ebenso wie meine liebsten Haushaltshelfer, die ich dir dort verlinke, und meine aktuellen Rabattcodes. Heute Mittag werden wir noch einmal die letzten Sommertage genießen. Nächste Woche soll es bei uns deutlich kühler und auch regnerischer werden. Aber heute wird nochmal gegrillt. Wir sind eingeladen und wir bringen Salate mit. Bruises they come and they go. We have to try and keep up, 'cause this life's so much more. And I still want Ich mag es gerne einfach und bunt. Und jetzt geht's feiern. Ach, und wenn du noch ein bisschen mehr zu meiner Putzroutine erfahren willst, schau dir gerne dieses Video an. Hab's fein und bis zum nächsten Mal.